Okay, Steam-Controller. Man muss sie nicht mögen, aber ich besitze auch keinen auf der aktuellen Firmware. Da man das nicht mehr über Steam selbst aktualisieren kann und aus irgendeinem Grund nur eine Excel-Version verfügbar ist, kommt unter Linux ein bisschen in die Röhre. Ich habe jetzt einfach mal versucht, das über Wine zu patchen und es ging tatsächlich. Das ist jetzt einer, der hat schon die aktuelle Firmware, die kann ich mit Steam Start dongeln. Und dann tut er sich hier verbinden als Steam-Controller. Das funktioniert ganz gut. Den zweiten, den ich habe, der kann das noch nicht. Schalten. Okay. Der ist schon ein bisschen älter. Der hat schon länger kein Update mehr gesehen. Und um das Ganze jetzt zu verbinden, muss man sich hier diese uralten Steam-Controller Firmware-Update-Tools runterladen. Die sehen so aus. Drin gibt es zwei Dateien. Wenn wir uns das Readme anschauen, dann sehen wir, dass der hier aktualisiert diesen Bluetooth-Connector in dem Steam-Controller. Und diese Portbar, die tut theoretisch wieder resetten auf die ursprüngliche Firmware, die da drauf war. Ja. Und da hier dann im Wesentlichen einfach nur zwei Exit-Tools hintereinander aufgerufen werden, was unter Linux normalerweise nur über Wine funktioniert und man üblicherweise keine Firmware über Wine patchen soll, war das so ein bisschen, naja, wer weiß, es funktioniert. Klappen kann nicht klappen. Okay, anyway, ich verbinde das jetzt hier mal über Kabel. So. Steam soll also theoretisch aus sein, habe ich gelesen, aber in der Praxis habe ich das erste Mal, als ich das gemacht habe, Steam auch noch angehabt und es hat trotzdem funktioniert, egal. Wir schalten das jetzt hier an. Wir machen nochmal ein Clear und lassen uns das Ganze nochmal raus. So sieht das Ganze aus. Und jetzt schalten wir den USB-Port an. Der Controller geht dann von alleine an. Und genau, jetzt bekommen wir hier ein neues USB-Device. So. Und dann starten wir einfach bei Wine diese Lebat und hoffen, dass das Ganze diesmal durchläuft. Fängt dann auch an, hektisch zu blinken. Das war die eine Firmware. Jetzt kommt die zweite. Was wichtig ist, wenn das Ganze fertig ist und man möchte diesen Original-Dongle hier benutzen, muss man ihn nachher nochmal neu dongeln. Der fliegt dabei nämlich raus durch Factory Reset. Und ansonsten kann man danach hoffentlich das Bluetooth-Dongling benutzen. Das Ganze dauert ziemlich lang. Gut und gerne 5 Minuten. Theoretisch, die beiden Excel-Dateien sind durchgelaufen. Controller meldet sich wieder an. Dann kommt jetzt die spannende Frage, ob das geklappt hat. Holen wir uns mal Bluetooth her. Vielleicht noch die Hotkeys hier, weil ich mir das nicht merken kann. So, dann stecke ich mal das Ding hier ab. Also, Bluetooth LE Kopplungsmodus Y Steam-Taste drücken. Da taucht ein neuer Steam-Controller auf. So, verbunden. So, jetzt wichtig, wenn ich den jetzt hier ohne Steam anhabe, dann funktioniert der wie eine Maus und taucht auch tatsächlich nicht in der Joystick-Liste auf. Ja? Also wenn ich hier meine Joystick-Liste aufrufe, dann ist hier aktuell nur mein Touchpad zu sehen und das Gamepad selber, hier der Controller, der taucht hier nicht auf. Aber wenn ich jetzt mein Steam starte, kurz hier und starten das mal. So, da ist das Steam. So.
Ja, jetzt kommt die Variant-spezifische Abfrage. Ja, ich möchte die Freigabe zulassen. So, das Ding ist jetzt weiterhin nur eine Maus, aber wenn ich jetzt in den Big Picture-Modus wechsle und dann natürlich wieder auf dem falschen Display lande, so, jetzt kann ich das Ding ganz normal wie ein Joystick benutzen und kann ich auch das Menü aufrufen. So, doch die richtige Taste drücken. Ne? So, hier haben wir einen Steam-Controller. Ja, können auch die Eingaben testen hier. Ja. So, lange B drücken für zurück. So, also das hat funktioniert, wunderbar. Und dann gehe ich hier wieder raus, Big Picture Modus verlassen. So. So, da sind wir wieder. Und jetzt ist es wieder einfach nur eine Maus. So, das hat einwandfrei funktioniert. Wie gesagt, total nervig, dass man das nicht unter Linux mit einem nativen Tool machen kann, sondern dafür Wine braucht, aber es funktioniert tatsächlich. Das Gerät ist danach nicht gedreht. Jetzt zeige ich noch schnell das Dongeln. Den hier wieder ausmachen. So, ist connected. Dann kann Bluetooth weg. Jetzt habe ich hier den alten Dongle. Stecke ich jetzt ein ins USB. So. Gucken wir uns das wieder an. So, da ist der Steam Wireless Receiver verbunden. Der ist also da. Okay, jetzt müssen wir in den Steam-Einstellungen unter Controller einen Steam-Controller koppeln. Das ist dieser Punkt hier. Natürlich jetzt wunderbar nicht sieht wegen dem Video-Overlay. So, hier, einen Steam-Controller koppeln. Und dafür brauchen wir die Kombination Empfängerkopplungsmodus zum Koppeln des Controllers mit einem neuen Empfänger X und Steam Hotkey. So, das machen wir jetzt mal. So, Start, bestätigen. So, und dann ist der hier auch schon wieder gekoppelt über den originalen Dongle statt über Bluetooth. Jetzt geht also beides. Ich kann diesen Bluetooth-Modus benutzen. Und ich kann den Original-Dongle benutzen. So soll es sein. Beide Controller am Start. Ja. Jetzt können wir theoretisch solche Späße machen wie den hier im Bluetooth-Modus starten. Zwei Geräte verbunden. So. Also, jetzt habe ich hier einen über Bluetooth verbunden und den anderen über den Dongle. Und habe theoretisch in der Controller-Übersicht ja 2 Steam-Controller. Ja, das war's auch schon.